Wenn du in Deutschland wohnst und von deinen Kapitalerträgen leben kannst und dir deswegen überlegst, auszuwandern, um Steuern zu sparen, dann gibt es gute Nachrichten, denn es gibt viele Länder, wo Kapitalerträge, insbesondere jene aus dem Ausland, nicht besteuert werden. Und in diesem Video wollen wir darüber sprechen, was dazu genau die steuerlichen Regelungen und Bedingungen sind. Ja, du hast richtig gehört, es gibt viele Länder auf dieser Welt, wo Kapitalerträge nicht versteuert werden. Möglicherweise nur bestimmte Kapitalerträge, möglicherweise nur Dividenden oder nur Veräußerungsgewinne. Aber es gibt solche Länder. Die schlechte Nachricht ist, dass in allen dieser Länder nur private Kapitalerträge steuerfrei sind. Wenn du hauptberuflich tradest, also ein sogenannter gewerblicher Trader bist, zahlst du Einkommensteuer in diesem Staat, wo du wohnst, und du kannst nicht davon profitieren, dass Kapitalerträge steuerfrei sind. Es gibt tatsächlich kein einziges Land auf der Welt, jedenfalls ist mir keines bekannt, wo du hauptberuflich traden kannst und dann keine Einkommensteuer auf deine Gewinne bezahlen musst. Freilich, es gibt natürlich Länder, wo es gar keine Einkommensteuer gibt, zum Beispiel die Bahamas. Wenn du dann dort wohnst und dann hauptberuflich tradest, dann zahlst du natürlich keine Steuern, weil es dort keine Steuern gibt, jedenfalls momentan noch nicht. Aber jene Länder, die Kapitalerträge nicht besteuern, besteuern diese auf jeden Fall, wenn du hauptberuflich tradest. Jetzt ist die große Frage natürlich, was heißt hauptberuflich? Was heißt, wenn ich private Kapitalerträge habe? Nun, als private Kapitalerträge bezeichnet man üblicherweise die private Vermögensverwaltung. Du kannst dir hier einen Privatier vorstellen, der vielleicht ein Depot hat. Er schaut in dieses Depot einmal pro Woche rein und macht vielleicht ein paar Käufe und Verkäufe, aber ansonsten ist er hier nicht groß aktiv am Traden. Er sitzt hier also nicht jeden Tag vor mehreren Bildschirmen, macht hier Daytrading oder macht hier viele Verkäufe, sondern es geht letztlich einfach darum, hier eine langsame, aber stetige Wachstumsstrategie zu fahren. Es geht im Wesentlichen darum, das Vermögen zu erhalten, Verkäufe eigentlich nur selten durchzuführen. Das alles ist private Vermögensverwaltung, aber dennoch ist natürlich die Abgrenzung unheimlich schwierig. In den meisten Ländern gibt es keine klaren gesetzlichen Regelungen und man ist vielleicht hier von der Willkür der Behörden und wie der Einzelsachbearbeiter hier im Falle einer Steuerprüfung die Gesetze auslegt, abhängig. Eine Ausnahme hier bildet die Schweiz. Du weißt vielleicht, dass in der Schweiz Kapitalgewinne, Veräußerungserlöse zum Beispiel von Aktien steuerfrei sind. Aber hier hat man ganz klare Regeln definiert, wann jene als tatsächlich immer steuerfrei zu gelten haben. Und in allen anderen Fällen hängt es dann davon ab. So, hier möchte ich jetzt mal eben vorlesen, welche Regelungen es hier gibt. Die eidgenössische Steuerverwaltung hat im Juli 2012 hier eine sogenannte Safe Haven Regelung herausgebracht. Das heißt, wenn die folgenden 5 Bedingungen erfüllt sind, dann sind die Gewinne garantiert steuerfrei. Wenn sie nicht kumulativ erfüllt sind, dann möglicherweise nicht. Aber wenn sie alle gemeinsam erfüllt sind, dann ist der Ertrag garantiert steuerfrei. Bedingung 1, die Haltedauer der veräußerten Wertschriften beträgt mindestens 6 Monate. Bedingung 2, das Transaktionsvolumen, also die Summe aller Kaufpreise und Verkaufserlöse pro Kalenderjahr, beträgt gesamthaft nicht mehr als das 5-fache des Guthabenbestandes zu Beginn der Steuerperiode. Bedingung 3, das Erzielen von Kapitalgewinnen aus Wertschriftengeschäften bildet keine Notwendigkeit, um fehlende oder wegfallende Einkünfte zur Lebenshaltung zu ersetzen. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn die realisierten Kapitalgewinne weniger als 50% des Reineinkommens in der Steuerperiode betragen. Das heißt also in der Schweiz, nur wenn deine Kapitalerträge weniger als 50% deines sonstigen Einkommens betragen, deines Einkommens, das du ganz normal versteuerst, sind sie steuerfrei. 4, die Anlagen sind nicht fremdfinanziert oder die steuerbaren Vermögenserträge aus den Wertschriften sind größer als die anteiligen Schuldzinsen. Und Bedingung 5, der Kauf und Verkauf von Derivaten, insbesondere Optionen, beschränkt sich auf die Absicherung von eigenen Wertschriftenpositionen. Soweit die Regelungen aus der Schweiz. Tatsächlich legen viele Länder ähnliche Regelungen an, auch wenn sie so nicht veröffentlichen. Ja? Also du kannst sehen, dass hier relativ eng gehalten wird, was tatsächlich die private Vermögensverwaltung ist,
was tatsächlich private Kapitalerträge sind. Und nur die sind steuerfrei. Das heißt, wenn du nach Zypern zum Beispiel oder Malta umziehst und dort zu einem Anwalt gehst und dich beraten lassen willst und sagst, ich habe hier steuerfreie Kapitalgewinne, Veräußerungserlöse, denn die sind ja auch in Malta und Zypern nicht besteuert. Ich möchte jetzt gerne hier traden, sind diese Erträge für mich steuerfrei? Wird der Anwalt dir immer sagen, tut mir leid, das können wir so nicht mit Sicherheit sagen. Gründe eine Gesellschaft, dann zahlt diese Gesellschaft letztlich Steuern auf die Erträge, in Malta 5%, Zypern 12,5%. Das kannst du dann ausschütten lassen als Dividende, das ist dann meistens steuerfrei. So bist du auf der sicheren Seite, aber alles andere ist dann eben nicht hundertprozentig sicher, beziehungsweise man hängt eben dann hier von der Auslegung der Steuerbehörden ab, falls es zu einer Prüfung kommt. Nun, tatsächlich ist es so, keiner kann sagen, ob es wirklich zu einer Prüfung kommt. Natürlich kenne ich auch Personen in Malta, Zypern und anderen Ländern, die dort heftig traden und es interessiert sich niemand dafür. Das sind natürlich immer auch Fragen, welches persönliche Risiko man bereit ist einzugehen oder nicht. Natürlich, man kann das für sich so entscheiden. Man sollte aber dann nicht den Fehler machen, zu meinen, dass es hundertprozentig rechtssicher oder legal ist. Man geht dieses Risiko ein, man sagt, ich wohne da vielleicht nur ein paar Jahre, das ist mir egal. Aber eben, also man sollte nicht meinen, dass man sich hier hundertprozentig im rechtssicheren Raum bewegt. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass irgendwas passiert. Aber falls doch etwas passiert, muss man auf jeden Fall auch hier natürlich mit Sanktionen dann rechnen. So, wir haben nun eine Liste hier zusammengestellt mit 12 Ländern, in denen Kapitalerträge steuerfrei sind. Wohlgemerkt, es sind nur private Kapitalerträge. Gewerbliche Kapitalerträge, wenn du also hauptberuflich tradest, müssen immer auch in diesen Ländern mit Einkommensteuer versteuert werden. Das heißt also, wenn du hauptberuflicher Trader bist und du für dich entschieden hast, dass es keine privaten Kapitalerträge sind, die du erwirtschaftest, sondern eben gewerbliche, dann sind diese Länder möglicherweise nur beschränkt für dich sinnvoll. Wenn es hier Möglichkeiten gibt, in den Ländern eine günstige Gesellschaft zu gründen, dann werde ich das erwähnen. Aber ansonsten stehen dir eben nur wenigere Länder zur Verfügung als vielleicht gedacht. Also wir fangen in Europa an. Die Länder haben jetzt kein bestimmtes Ranking. Land Nummer 1 ist Malta. Malta hat den Non-Dom-Status. Für Ausländer, die nach Malta ziehen, sind ausländische Einkünfte steuerfrei, insofern sie keinen Bezug haben zu Malta. Wenn du in Malta lebst, hast du immer die Möglichkeit, als Trader eine Gesellschaft zu gründen. Dann zahlst du 5% Steuern, dann bist du garantiert auf der rechtssicheren Seite. Aber wenn du private Kapitalerträge hast, sind diese auch komplett steuerfrei, insofern sie nicht auf ein maltesisches Konto überwiesen werden. Und zwar sämtliche Kapitalerträge, jetzt nicht nur Dividenden oder Veräußerungserlöse, sondern grundsätzlich alle Einkünfte inklusive Krypto, die im Ausland erzielt werden. Land Nummer 2 ist Zypern. In Zypern sind grundsätzlich auch Veräußerungsgewinne steuerfrei, auch unabhängig vom Non-Dom-Status. Es gibt hier keine Steuer auf Veräußerungsgewinne, aber auch hier natürlich nur private Veräußerungsgewinne, keine gewerblichen, keine hauptberuflichen. Ansonsten sind alle anderen Kapitalerträge in Zypern steuerpflichtig. Mit dem Non-Dom-Status kann man dann letztlich hier für 17 Jahre lang die Dividendensteuer sich sparen. In Zypern hast du immer die Möglichkeit, eine Gesellschaft zu gründen. Dann zahlst du 12,5% Steuern auf alle deine Trading-Einkünfte und kannst dir den Rest dann steuerfrei als Dividende ausschütten lassen. Nächstes Land ist Georgien, Land Nummer 3. In Georgien sind alle Auslandseinkünfte steuerfrei. Auch hier kannst du private Kapitaleinkünfte haben. Georgien hat dann auch eine sogenannte Freelancer-Regelung, wo du eine Minifirma gründen kannst. Trading dürfst du jetzt darüber zwar nicht machen, aber wenn du andere Tätigkeiten noch hast, wie zum Beispiel Softwareentwicklung oder so, dann kannst du diese über diese Minifirma anbieten. Die funktioniert bis zu einem Umsatz von rund 150.000 Euro und du zahlst 1% Steuern auf den Umsatz bei dieser Minifirma. Land Nummer 4 sind die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai. Du weißt ja, dass die VAE eine Körperschaftssteuer bzw. eine Gewinnsteuer eingeführt haben auf sämtliche gewerblichen Aktivitäten. Allerdings, wenn du private Kapitalerträge erzielst, sind die nach wie vor steuerfrei. Wenn du es gerne gewerblich machen willst, dann kannst du eine Firma gründen, zahlst 9% Steuern. Immer noch natürlich sehr moderat. Thailand ist das 5. Land auf unserer Liste. Auch hier sind ausländische Gewinne steuerfrei, insofern du sie nicht ausschüttest nach Thailand. Das ist neu.
Du darfst auch hier natürlich nur private Kapitalerträge erzielen. Würdest du irgendwas in Thailand machen vor Ort, was gewerblich wäre oder hauptberuflich, dann würden darauf Steuern in Thailand anfallen, und zwar Einkommensteuer. Unser nächstes Land sind die Philippinen. Philippinen ja auch sehr beliebt, sehr einfach dort ein Visum zu bekommen. Auch hier sind für Ausländer Auslandseinkünfte steuerfrei. Auch hier natürlich ist die Bedingung, dass es sich um private Kapitalerträge handelt. Die müssen auch nicht in der Steuererklärung angegeben werden. Und du kannst diese komplett, wie gesagt, steuerfrei erzielen. Land Nummer 7, die Bahamas. Hier hast du den Vorteil, dass du rund 45 Minuten von Miami oder Fort Lauderdale mit dem Flieger entfernt bist. Hier gibt es überhaupt keine Steuern. Das heißt, hier kannst du tatsächlich legal, hauptberuflich oder gewerblich traden und zahlst keine Steuern. Es wird gemunkelt, dass eine Steuer eingeführt werden soll. Wer weiß, ob das kommt oder nicht. Diese wird dann so bei 10-15% liegen. Dann ist es natürlich weit weniger interessant, als es heute ist. Das nächste Land ist Mexiko. Mexiko hat eine besondere steuerliche Regelung. Wenn du außer deinem Wohnsitz in Mexiko noch einen ausländischen Wohnsitz hast und in Mexiko eigentlich nicht groß arbeitest, dann sind deine ausländischen Einkünfte in Mexiko nicht zu versteuern. Dazu zählen natürlich auch private Kapitalerträge, aber wohlgemerkt nur dann, wenn diese eben privat sind. Land Nummer 9, Südafrika. Eine sehr ähnliche Regelung wie Mexiko. Das heißt, wenn du noch eine Wohnung, einen Wohnsitz außerhalb Südafrikas hast, dann sind Auslandseinkünfte in Südafrika steuerfrei. Hier gibt es eine etwas sonderbare Regelung. Das heißt, du musst nach 5 Jahren Südafrika verlassen, darfst dich im 6. Jahr nur sehr sporadisch dort aufhalten. Und ab dem 7. Jahr hast du dann wieder 5 Jahre steuerfrei, die du in Südafrika leben kannst. Immer unter der Annahme, dass du natürlich noch im Ausland einen Wohnsitz hast. Und immer auch unter der Annahme, dass bei Kapitalerträgen diese nur privater Natur sind und nicht gewerblich. Land Nummer 10, Mauritius. Ebenfalls in Afrika, wunderschöne Insel. Mauritius hat auch so eine Art Non-Dom-Status wie in UK. Das heißt, sämtliche ausländischen Einkünfte sind steuerfrei. Du kannst diese dann außerhalb von Mauritius verwenden oder aber in Mauritius auch über eine Kreditkarte oder Debitkarte über die Einkünfte verfügen. Das ist übrigens auch in Thailand möglich, habe ich vergessen zu sagen. Ansonsten darfst du diese nicht ins Land bringen. Bringst du sie ins Land, musst du sie versteuern. Also eine ähnliche Regelung wie die Original-Non-Dom-Länder UK und Irland diese auch haben. Das 11. Land auf unserer Liste ist Australien. In Australien ist es so, dass du keine Einkünfte auf ausländische Erträge bezahlst, solange du auf einem temporären Visum dich dort aufhältst. Normalerweise sind alle Visa zunächst temporäre Visa. Diese gelten bis zu 6 Jahre. Selbst wenn du dort ein Investmentvisum hast oder Entrepreneurvisum, wenn du dann die unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung hast in Australien, dann sind die ausländischen Erträge nicht mehr steuerfrei. Hast du aber in diesen ersten 6 Jahren Einkünfte, zum Beispiel aus privaten Kapitalerträgen, fällt darauf in Australien keine Steuer an. Platz 12, Neuseeland. Hier gilt eine ganz ähnliche Regel wie in Australien. In den ersten 4 Jahren in Neuseeland, in denen du dich dort aufhältst, sind ausländische Kapitalerträge steuerfrei, aber natürlich nur jene, die privater Natur sind. Wenn du von Neuseeland aus tradest, hauptberuflich, gewerblich, dann sind die Einkünfte dort mit Einkommensteuer zu versteuern. Ja, das war unsere Liste mit 12 Ländern, die für Trader möglicherweise interessant sein können. Es ist mir klar, dass diese Komplikation mit der hauptberuflichen Trading-Tätigkeit natürlich für viele ein Knackpunkt ist. Ja. Hier muss man sich wirklich überlegen, geht man hier letztlich ein Risiko ein oder nicht. Das ist etwas, was man eben im Einzelfall entscheiden muss. Wenn du einen Anwalt oder Steuerberater fragst, wird er dir immer sagen, gründe eine Firma. Damit bist du auf der besseren Seite, aber am Ende ist es etwas, was du beurteilen musst. Das kannst du nur schwer anderen übertragen, diese Verantwortung. Wenn du Trader bist und vorhast, ins Ausland umzuziehen, um hier Steuern zu sparen, dann würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch über dein Vorhaben zu sprechen. Es gibt ja, wie gesagt, beim Umzug ins Ausland viele Steuerfallen, viele steuerliche Details, die man berücksichtigen muss. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes dabei, als Mandanten dabei zu unterstützen, ins Ausland umzugehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen neu aufzubauen und natürlich bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich kennenzulernen und dich zu unseren Mandanten zählen zu dürfen. Buche ein Beratungsgespräch und wir sehen uns. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.